Wir sind auf der Reise nach Italien, aber natürlich nicht auf dem direkten Weg, sondern wir wollen noch einige Zeit in Deutschland verbringen und werden hier in Deutschland noch einige Plätze anfahren und darüber möchte ich berichten. Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich stehe jetzt hier auf dem Stellplatz in Andernach. Der liegt direkt am Rhein. Ich glaube, man sieht das hinter mir. Dort sieht man hier die Schiffe vorbeiziehen. Und dieser Stellplatz ist ein großer Platz mit über 100 Parzellen. Und wir nehmen ihn nur als Etappenplatz. Ich werde später noch in einem speziellen Video über diesen Platz berichten. Unter anderem werden wir auch zur Firma RSM, die ist ja im Süden Deutschlands, und da wir über die Schweiz nach Italien fahren, werden wir dort Station machen und dort unsere E-Bikes warten lassen. Voraussichtlich auch einige Stationen oder mindestens eine Station machen in der Schweiz. Auch darüber werde ich dann mal berichten, mal schauen, wo wir da landen. Gibt ja nicht ganz so viele Stellplätze wie vielleicht in Deutschland, aber wir haben einige uns ausgeguckt. Da werden wir mal schauen, welchen wir da anfahren. Wir haben dieses Mal unsere Fahrräder hinten auf einem Träger auf der Anhängerkupplung. Ganz einfach deshalb, weil wir den Motorroller mitnehmen, denn wir wollen in Italien ja in die Toskana und dort ist es dann für uns angenehm, wenn wir den Motorroller dabei haben und wir dort einige Touren mit dem Motorroller fahren können. Und es ist so, wenn wir die Fahrräder und den Motorroller hinten in der Garage haben, dann wird es ein bisschen eng, es geht alles, aber man hat mittlerweile auf Reisen doch einiges dabei, sodass wir nicht so sehr viel Platz mehr in der Garage haben. So, und dann möchte ich euch jetzt die ersten Stationen zeigen, die wir so angefahren sind und mal kurz darüber berichten, wo wir da so gelandet sind. Hier sieht man nun die Route, die wir gefahren sind. Wir sind nicht nur in Deutschland geblieben, sondern wir sind auch in die Niederlande gefahren. Unsere erste Station war Obelink. Dort wollten wir noch einige Campingzubehör einkaufen. Da wir die A31 runtergefahren sind, liegt Obelink, ich würde nicht sagen direkt an der Strecke für uns, aber ist kein Riesenumweg. So, jetzt sehen wir hier auf der linken Seite die Gebäude der Firma Obelink. Die haben in den letzten Monaten nochmal groß umgebaut. Es sind einfach neue Sachen und neue Hallen dazugekommen. Und das kennen natürlich viele. Dort sind natürlich schon viele gewesen und ist also nichts Neues. Wir sind Mittwoch, den 18. August gestartet und kommen jetzt hier auf diesem Parkplatz an, hier bei Obelink. Man sieht schon, es ist ordentlich was los. Ich würde mal geschätzt sagen, mehr als 50 Wohnmobile stehen hier auf dem Parkplatz und die Camper sind alle einkaufen. Ich möchte hier nur ein paar Szenen zeigen von unserem Einkauf bei Obelink. Und aus der Erfahrung heraus haben wir uns eine Liste gemacht mit den Sachen, die wir einkaufen wollen. Denn ansonsten läuft man Gefahr, dass man doch erheblich mehr einkauft, als man sich vorgenommen hat. In früheren Jahren durfte man hier auf dem Parkplatz auch übernachten. Das ist heute nicht mehr der Fall. Heute darf man nur am Tage hier parken. Wir haben uns für den Einkauf eine Zeit so etwa vorgenommen, etwa 3 Stunden, denn wir wollen am heutigen Tag noch zu einem Campingplatz weiterfahren und deshalb wollten wir nicht unnötig lange hier verbringen. Man kann durchaus den ganzen Tag dort in dem Campingladen sich umschauen und vieles anschauen und natürlich auch einiges einkaufen. Die meisten kommen mit einem großen Wagen voll wieder raus. Unser Einkauf war überschaubar. Wir haben ein paar Sitzbezüge gekauft, einen kleinen Tisch und noch ein paar Kleinigkeiten. Das war es dann auch schon. Inzwischen ist es früher Nachmittag geworden und wir wollen weiterfahren und haben noch 35 Kilometer vor uns. Und zwar wollen wir zu einem Camping- und Stellplatz, der heißt De Boomgaard. Warum fahren wir dahin? Und zwar geht es um das Geocaching. Rita hat ja das Hobby Geocaching und dort gibt es 127 Geocache, die wir dort anfahren können und suchen können. Das haben wir auch gemacht. Man sieht es hier, ist in Form einer Eule am Ende. Und da war dieser Stell- und Campingplatz ein guter Ausgangspunkt.
Es handelt sich um einen ehemaligen Bauernhof und dort gibt es einmal den Stellplatz, hier gleich auf der linken Seite. Wenn wir die PKWs hier sehen, die gehören zu den Campern, die auf dem Campingplatz stehen. Die müssen hier ihre Fahrzeuge parken. Der Stellplatz kostet 15 € pro Tag. Darin enthalten ist Strom, End- und Versorgung und Toilette und Dusche. Hier in der Region gibt es viele kleine Camping- und Stellplätze, die meistens bei landwirtschaftlichen Betrieben liegen. Wer also Ruhe sucht, der ist hier genau richtig. Der findet hier viel Grün und die Möglichkeit, viel mit dem Fahrrad zu fahren. Jetzt haben wir nochmal so einen Blick von oben hier auf das Gehöft. Man sieht jetzt auf der rechten Seite diese Unterteilung, das ist der Stellplatz, und mehr unten, das ist dann der Campingplatz. Man sieht hier, die Plätze sind sehr großzügig, also auch für große Mobile geeignet. Ich werde in einem separaten Video diesen Stellplatz und Campingplatz mit allen Details vorstellen. 3 Tage waren wir auf dem Stellplatz de Boomgaard und so ging es am 21. August, ein Samstag, weiter. Wie heißt es noch so schön, Sie müssen samstags fahren, wie wenn alle fahren. Deshalb aus der Erfahrung heraus haben wir uns einen Stellplatz ausgesucht, der keine End- und Versorgung und auch keinen Strom hat. Dort findet man dann häufiger noch einen freien Platz. Der nächste Stellplatz, den wir jetzt anfahren, der ist nur 100 Kilometer entfernt. Das haben wir ganz bewusst so gemacht. Ganz einfach, wenn dieser Platz voll ist, dann können wir noch weiterfahren und uns einen weiteren Platz aussuchen. Dinslaken ist unser Ziel. Dort gibt es am Rotbachsee einen kostenlosen Stellplatz. Die Straße, die wir jetzt hier befahren, heißt Am Schwimmbad. Das Schwimmbad gibt es nicht mehr bzw. ist geschlossen. Wir fahren jetzt direkt auf den Parkplatz zu, der liegt auf der linken Seite. Dort auf diesem Parkplatz gibt es ausgewiesene Plätze für Wohnmobile. Wir sind jetzt ja in unmittelbarer Nähe des Rotbachsees und das ist ein Freizeitgebiet und deshalb stehen hier auch einige PKWs oder parken hier einige PKWs. 2 Mobile stehen hier schon, es sind insgesamt 8 Plätze hier ausgewiesen, aber die sind teilweise belegt von PKWs. Ein Blick auf die Karte, wir sehen den gelb markierten Bereich, dort ist der Parkplatz und rechts davon ist der Rotbachsee. Nachdem ich einen kleinen Rundgang gemacht hatte, sah ich, dass hier ein Fußballstadion ist und dass dort ein Spiel stattfand und deshalb standen auch einige PKWs hier auf diesem Parkplatz. Am späten Nachmittag waren die meisten PKWs abgefahren. Es waren jetzt nur noch die Wochenendausflügler da, die ihre Freizeit hier am Rotbacher See verbringen wollten. Wir haben uns mit den Fahrrädern auch noch auf den Weg gemacht. Man kann dort sehr schön mit dem Fahrrad um diesen See herumfahren und es ist alles grün und natürlich haben wir die Möglichkeit genutzt, auch einige Geocache einzusammeln. Der Rotbachsee ist ein kleiner See. Es sind nur wenige Kilometer, wenn man einmal herumfahren möchte. Wir haben eine ruhige Nacht auf dem Stellplatz in Dinslaken verbracht und so ging es am nächsten Morgen weiter. Unser nächstes Ziel ist Andernach am Rhein. Bis dorthin sind es etwa 250 Kilometer. Wir überqueren hier jetzt den Rhein und der Stellplatz liegt auch direkt am Rhein. Es ist Sonntag, etwa Mittagszeit und wir hoffen, dass wir jetzt einen Platz dort bekommen, denn erfahrungsgemäß fahren viele Wochenendurlauber, hätte ich beinahe gesagt, am Sonntagmittag wieder Richtung Heimat und so kommen wir jetzt hier auf dem großen Stellplatz an. Er hat mehr als 100 Parzellen und jetzt müssen wir erstmal eine Runde fahren, um zu sehen, ob wir irgendwo einen freien Platz finden. Natürlich sind die Plätze mit Blick auf den Rhein alle belegt.
So müssen wir jetzt mal weiter im hinteren Bereich schauen und ja, da gibt es noch einiges an freien Plätzen. Wir parken erstmal ein und stellen unser Mobil ab, um dann uns in Ruhe umzuschauen und gucken, ob wir nicht irgendwo noch einen anderen Platz finden, der uns ein bisschen besser gefällt. Ich hatte mir das Ganze vorher schon bei Google Maps angeschaut. Wenn wir jetzt hier von oben drauf schauen, dann sehen wir, dass wir stehen im linken Bereich und dort im hinteren Bereich. Und dann gibt es noch auf der rechten Seite Plätze und da wollen wir mal hinschauen. Wir haben mit etwas Glück noch einen Platz gefunden, und zwar auf der rechten Seite von der Einfahrt des Stellplatzes, und dort ist die Fläche etwas höher. Dort muss man so eine kleine Anhöhe hochfahren oder schräge hochfahren, und dort gibt es dann noch extra Plätze, und wenn man Glück hat, dann hat man dort auch noch einen Platz mit Blick auf den Rhein. Dieser Stellplatz in Andernach kostet 8 € pro Tag. End- und Versorgung ist vorhanden, sogar zweimal. Und Strom gibt es auch. Es gibt Stromsäulen. Da muss man Münzen einwerfen und bekommt dann entsprechend, ich glaube, 2 Kilowatt für 1 €. Auch von diesem Stellplatz werde ich ein separates Video noch erstellen mit allen Details. Das ist, denke ich, besser. Wenn ich die Videos nämlich auf meine Stellplatzkarte bringe, dann ist es angenehmer, wenn man genau den Stellplatz hat, den man dann anfahren möchte, und nicht meine ganze Reise dort als dokumentiert wird als Video. Das kann ich auch schon sagen, die Stadt Andernach ist fußläufig in wenigen Minuten vom Stellplatz aus zu erreichen. Man sieht es hier auf der Karte. Die Stadt ist auch interessant anzuschauen. Das werde ich aber alles in einem weiteren Video zeigen, das dann irgendwann in der nächsten Zeit kommt. Wir haben Montag, den 23. August, und unsere Reise geht weiter Richtung Süden. Wo wir genau hinfahren, das zeige ich dann im nächsten Video. Da wird dann wieder berichtet über unsere Reise. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen über einen Daumen nach oben. Freuen würde ich mich auch, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ansonsten sage ich wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.